Überleben? Optional. Süders Wochenbericht vom 29. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026. Zivil war nur eine Phase. Hallo? Ja, läuft. Einsatzzentrale, bitte kommen. Hier meldet sich wieder euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ich bin heute wie eine defekte Warnleuchte. Blinkt ständig, nervt alle, aber jedes Mal, wenn man mich ignoriert, wird's überraschend teuer. Willkommen zu einer Woche, in der Verantwortung konsequent weitergereicht wurde, vorzugsweise an irgendwen, der gerade nicht da war. Was ihr gleich hört, ist das, was übrig blieb, nachdem nachts geschossen, tagsüber verhandelt und abends so getan wurde, als hätte man das alles eigentlich ganz anders gemeint. Also nehmt euch was zu trinken, was Starkes. Hier kommt mein persönlicher Wochenrückblick aus einer Gegend, in der selbst Hoffnung manchmal qualmt. Montag, der 29.12.2025. Die Silberfische und der Kammerjäger. Der Tag begann, wie viele gute Geschichten hier beginnen. Ich war nicht da. Urlaub vorbei, Rückkehr nach Tschernorus, Funk an und noch bevor meine Pipsi warm werden konnte, kam das Wort, das niemand gern hört. Offline-Raid. Die Beresino Union. Natürlich nachts. Vieles war kaputt. Manches vielleicht durch Explosionen. Ja, fair enough, sagen wir. Aber einiges sah eher so aus, als hätte jemand bewusst Dinge genommen und sie mit Schwung durch die Gegend geworfen. Feine Manier ist das nicht. Wer es war? Silberfische oder Hütchen. Oder jemand, der hofft, dass man genau darüber streitet. Man weiß es nicht. Aber am Ende waren sich die Beresino-Unionisten doch darüber einig, das waren die rückgratlosen Silberfische. Das ließen sie alle auch in ihrem Newsletter wissen. Von Söldnern war die Rede, die die Silberfische angeheuert hatten, um ihnen zu helfen. Ob da was dran war, das sollte sich später noch aufklären. Parallel dazu sollte eigentlich gefeiert werden. Ikeas Weihnachtsparty. Sollte. Wurde dann aber verschoben. Aktuelle Sicherheitslage hieß es. Ein schönes Wort für, wir haben gerade andere Probleme als Lichterketten. Und als ob der Montag noch nicht genug wollte, meldete sich das nächste Ärgernis. Gunther, Nigos Fahrzeug, direkt an der Küste beschossen. Die Tür, vorher makellos, jetzt kaputt. Davos stand als möglicher Schütze im Raum, was die Sache nicht prickelnder machte. Ikea reagierte entsprechend ruhig. Also ruhig im Sinne von, man plante einen Gegenschlag. Gemeinsam mit der Beresino Union und den Chicks in Action suchte man die vermeintliche Basis der Silberfische auf. Dumm nur, die waren nicht zu Hause. Oder aber an einer anderen Basis und ließen die Angreifer warten. Am Ende stichelten die beiden Fronten noch im Funkkanal gegeneinander. Wer habe hier wen warten lassen und wo war das ominöse Silberfischnest überhaupt? Naja, egal was die Jungs da am Abend mit Ansage abgebaut hatten, viel war nicht mehr davon übrig. Und während die einen raideten, wurde in Beresino wieder gekämpft. Ich sah auch mal kurz vorbei, als ich wieder in Tschernorus ankam, sah 3 Gestalten durch die Stadt huschen, zog mich dann aber zurück. Nicht meine Schlacht heute. Und irgendwo dazwischen entstand ein neuer Spitzname. Whisky wurde intern von den Silberfischen der Kammerjäger genannt. Scherzhaft natürlich. Herz war währenddessen unterwegs nach Last Hope. Hörte im Dunkeln eine Stimme. Wurde von einem Zombie verfolgt. Konnte nicht sprechen. Rannte. Am Ende stellte sich raus, es war Basti. Er hatte genauso viel Angst vor Herz gehabt wie sie vor ihm. Beide verschwanden, ohne sich je gesehen zu haben. Tschernorus in Reinform. Dann die nächste Meldung, sachlich vorgetragen, wie ein Wetterbericht. Der Junior-Brite meldete 3 Tote am Camp. Vermutlich Selbstmorde. Spacer zerlegte die Leichen, ließ das Fleisch liegen. Klar, logisch. Was macht man denn sonst mit Menschenfleisch am Camp? Natürlich lässt man das überall liegen. Ich lasse das mal so stehen. Später ein Überlebender am Split-Level-Red-Haus, der auf Zombies schoss. Sehr laut. Die Zombies standen neben dem Haus. Ich sah sie, ich räumte sie weg. Spacer meldete sich kurz darauf empört. Es sei auf ihn geschossen worden. Nein, es wurde auf Zombies geschossen. Von mir. Naja. Basti überreichte Locke eine neue DMR. Locke war begeistert. Basti auch. Basti fand außerdem eine Base. Vermutlich, vielleicht, möglicherweise im Zusammenhang mit Toms Tod. Sein Boot war ja beschossen worden. Und dann passierte es. Basti verplapperte sich ein bisschen im Funk. Und plötzlich waren mehrere Gruppen sehr interessiert daran, wo diese Base denn nun genau sei. Lektion des Tages: Achte immer darauf, wem du was sagst. In Krona entstanden Gemüsebeete. Wir wissen nicht von wem, aber sie waren da. Mich erinnerte das unangenehm an frühere Zeiten, an die Kirche von Matana und der unsäglichen Kirchenheini-Bischof Diego Corvianus Virgo, wie der mich überrumpelt hat und dann eingesperrt hatte. Oh Mann, wenn die Typen zurück sind, dann setzt's was. Das Lagerfeuer in Prigorodki war übrigens abgebaut worden. Basti erklärte, wahrscheinlich habe jemand wieder das Grab seiner Mutter mit Steinen verschönern müssen. Man müsste dafür Verständnis haben und es sei ja nur ein Lagerfeuer. Mama geht vor. Immer. Ja klar.
In Severograd beim Hochhaus nahe der Taverne gab es dann 2 Tote und der Dackel, der hatte ein gebrochenes Bein. Aber das heilt bestimmt wieder. Die ominöse 31er-Kiste, von der Jay gesprochen hatte und die Mora entwendet haben soll, blieb weiterhin verschwunden. Und als wäre das alles nicht genug, kamen am Ende des Tages 3 Silberfische am Camp vorbei, Mora, Greenie und Davos. Sie rüsteten sich aus, looteten sich hoch, wie sie sagten, ein stummes zweites Bambi tauchte auf. Doch am Ende blieb es friedlich. Dienstag, der 30.12.2025. Geplünderte Samenbanken und andere Hilferufe. Dienstag begann am Camp mit dem üblichen Reflex. Spacer war da und es wurde Zeit für eine völlig verdachtsunabhängige Intensivkontrolle. Wirklich völlig verdachtsunabhängig. Er zeigte mir seine Taschen und siehe da, eine Granate. Sprengmittel gehören hier nicht hin. Punkt. Er nickte, zeigte mir eine Herzgeste und ein Teddy, ließ sich eine Gartenhake und ich ging fischen. Man muss sich seine Kämpfe aussuchen. Basti kam vorbei, samt seinem inneren Kind, das mich ungefragt ansprach. Kurz darauf ein Überlebender mit Todeswunsch. Klar, warum nicht? Bin ja nicht Herz. Ich legte an. Noch irgendwelche letzten Worte? Für Valhalla, rief er. Ich mach das kurz. Chunky jagte Eber, STLK ließ eine DMR liegen und Herz, die eigentlich keine Waffen mehr wollte, holte sie trotzdem. Für mich. Der rote Gunther entging knapp einem Diebstahl. Herz sah jemanden im Wald, versuchte zu reden, bekam keine Antwort. Also, Wasser rein in das Auto, Reifen drauf, weiterfahren. Parallel wurde Berts Samenbank am Camp Gucci geplündert. Nein, nicht wie ihr denkt. Ich rede von Paprika, Tomaten und Kürbissamen. Alles weg. Tschernoris eben. Dann Kampf in Novodimitrovsk. Herz wollte helfen und Verwundete versorgen. Aber in Elektrosawodsk eskalierte es dann ebenfalls so richtig. Cripsy mit Wundbrand gab einen Hilferuf ab, schleppte sich in Richtung Camp, nur um unterwegs von seinem eigenen Sohn Spacer angeschossen zu werden. Herz rannte los, wie sie es immer tut, aber Cripsy fiel den Zombies zum Opfer. Als er später zurückkam, schoss er auf seinen Sohn. Herz reanimierte und zog eine klare Linie. Menschen sterben hier draußen, während ihr euch zerlegt. So ein Kindergarten. Spacer war kleinlaut und auch Cripsy stimmte still zu. Nebenbei wieder Ärger um Berts Camp. Neue Schäden, alte Muster. Schutzorte werden hier erstaunlich schnell zu Zielscheiben. Fast unauffällig tauchte außerdem eine neue Überlebende auf. Leise, vorsichtig, eine von denen, die erst schauen und dann sprechen. Eine seltene Spezies. Während ich nochmals angelte, Chunky einen Eber jagte und Herz mit Basti nach Last Hope aufbrach, um die Olga von den Silberfischen wieder flott zu machen, erklärte Mora ihr schließlich, dass er der Überlebende im Wald gewesen war. Missverständnis. Technischer Defekt. Man hatte sich gegenseitig nicht gehört. Naja, war nochmal gut ausgegangen. Mittwoch, der 31.12.2025. Ankunft von Schmetterlings Tanz- und Theatergruppe. Herz traf am Camp in Prigorodki auf Schmetterling, die sich in Elektro von Zombies hatte zerlegen lassen. Und natürlich machte Herz es sich zur Mission, sie sicher zu ihrer Leiche zu eskortieren. Schmetterling war erst zögerlich, aber Herz kennt bekanntlich keine halben Sachen, schnappte sich ihre Armbrust und los ging's. Sie fanden die Überreste. Herz bestattete sie mit mehr Würde, als diese Welt verdient. Zurück in Prigorodki stand Sora vor uns. Schwarze Armbinde, zu cool für die Gefahr. Herz warnte ihn vor Ikea, die schwarzen Armbinden für sich beanspruchten. Aber Sora wollte Action. Und dann etwas später brachen Sora und Schmetterling auf, um ihre beiden Freunde zu suchen. Sie fanden René in Tschernogorsk und übten einen Überfall direkt vor meiner Nase. Direkt vor dem Camp. Da standen Bambi mit erhobenen Händen und 2 andere richteten ihre Waffen drauf. Aber zum Glück schoss ich nicht. Ich wartete und sah, dass es nur Theater war. Sora spielte weiter mit der Armbinde, als wär's ein Accessoire. Tja, und bevor sie nach dem 4. im Bunde suchten, tanzten sie noch mal eine Runde ums Lagerfeuer und lachten. Wo die auftauchen, war gute Laune garantiert. Während ich noch dachte, dass ich zu oft die Augen verdrehte, waren Herz und Basti in Last Hope, wo ein Hirsch auf dem Dach stand. Kein Witz. Das Ding stand einfach so da oben. Keine Ahnung, wie der da hochgekommen war. Selina brachte ein Fass für Pinky. Ultra erzählte was von einem hyperaktiven Wiggle-Bambi, das sie am Camp getroffen hatte. Vielleicht auch eins von der Tanzgruppe? Der hyperaktive Teil könnte hinhauen. Zum Schluss stellte Zeberion klar, dass er und Losel keine Söldner seien. Sie waren entgegen der haltlosen und dilettantischen Vermutung der Beresino Union nicht von den Silberfischen angeheuert worden, um sie zu raiden, sondern hatten auf eigene Faust gehandelt. Die Silberfische hatten sich dann lediglich angeschlossen. Naja, das Ergebnis war dasselbe. Ich soll sie auch nicht mehr Renegade-Bananen nennen, sondern wenn, dann Krone von Severograd, in Anlehnung an alte Zeiten. Na, ob das noch passt? Die Zeit verging und ich sah von meinem Beobachtungsposten aus die Tanzgruppe bei Spacers Basis und wartete wieder auf den Knall. Gleich passiert was Schreckliches, dachte ich bei mir, denn bei Spacer knallte es immer irgendwann, aber heute passierte nichts.
Manchmal verpassen sich die Leute auch eben einfach. Am Ende kam Lacus Felix ans Camp, fand Herz' Bericht besser als meine, Geschmackssache, aber ich fühlte mit ihm, denn er berichtete davon, dass man ihn auch mal mit Menschenfleisch gefüttert hatte, nachdem er gefesselt worden war. Oh ja, die dreckige Fratze von Tschernoros. Na, immerhin konnten wir uns heute einigermaßen bei klarem Verstand unterhalten. Hatte auch was. Und während ich noch mit den Schultern zuckte, brannte Jonis Hoffnung im Norden ab. Ikea hörte die Raid-Schüsse und brach auf. Ich ebenso. Ich meine, wenn es um Hoffnung geht, dann muss ich doch was tun. Aber meine Reise war lang und ich kam zu spät. Die Hütchen waren spurlos verschwunden und die Hoffnung lag in Trümmern. Aber Basti rief stolz, Last Hope hat nun eine Fahne. Na dann, Mittwoch vorbei, ohne Knall, aber dafür haben wir jetzt eine lachende Tanz- und Theatergruppe in unserem Tschernoros. Donnerstag, der 1.1.2026. Neujahr und jede Menge schlechte Vorsätze. Das Neujahr begann damit, dass 2 Red Rifles durchs Camp liefen, als hätten sie hier Hausrecht. Vom Turm aus sah ich sie gut. Der eine eindeutig Spacer, rote Armbinde, kein Zweifel. Der andere wirkte neu, unerfahren. Diese Sorte Neuling, die sich ausstattet, bevor sie verstanden hat, wo sie eigentlich steht. Sie plünderten nichts offen, sie wuselten einfach, nahmen hier was, schauten da. Spacer brachte immerhin die geliehene Hake zurück. Das rechne ich ihm an. Dann zogen sie weiter und entschieden sich unterwegs für eine der dümmsten Ideen, die man haben kann. Einer legte sich mitten auf die Straße. Der andere stand daneben, zielte mit der Waffe und tat so, als würde er absichern. Fatal ist dafür noch ein höfliches Wort. Ich hätte schießen können, locker, vom Turm aus, sauber, hab ich nicht. Sie hatten noch nichts getan und ich bin nicht so der Art Mensch, die Leute für Dummheit erschießt. Noch nicht. Stattdessen warf ich eine Flashbang in ihre Richtung. Und erstaunlich, wie schnell Menschen rennen können, wenn sie plötzlich merken, dass Straßen der Apokalypse keine Spielplätze sind. Zurück im Camp sah ich dann den Preis ihres Besuchs. Alles Holz verbrannt. Einfach so. Kein Bedarf, keine Not, nur weg. Das machte mich tatsächlich wütend. Nicht laut, aber nachhaltig. Es regnete, ich ging angeln. Fische beißen besser, wenn die Welt nass ist. Später tauchte Vader am Camp auf, Waffe in der Hand. Ich sagte ihm, er solle sie sofort weglegen. Er fragte, ob ich friendly sei. Na, ich lud ihn zum Fischessen ein. Er wollte aber lieber selber angeln. Auch gut. Manche Menschen brauchen das Gefühl, sich ihr Essen zu verdienen. Auf der Straße traf ich Wayne, ein neuer Brite. Ich fragte ihn, ob er zu Pumpkins-Leuten gehört. Ja, so nannte ich den kleinen Briten. Er sagte nein, Freund von Spacer. Ich lachte. Sag ich doch. Ich hieß ihn willkommen. Man kann Menschen nicht für eine Bekanntschaft bestrafen. Noch nicht. Am Camp saßen später 3 Bambis. Kalle, Vader und ein weiterer Neuling. Kalle hatte einen der beiden in Elektro erschossen. Dann war es umgekehrt gewesen. Und jetzt saßen sie friedlich zusammen und aßen Fisch. Der Campfriede von Prigorodki funktioniert erstaunlich oft. Rio baute ein Zelt in Solnitschny auf. Danke dafür. Wir sollten uns generell besser ums Camp kümmern. Aber sollten ist hier ein dehnbarer Begriff. Mittags legte ich mich im Turm kurz hin. War völlig durch. Dann rannte jemand an mir vorbei, sprang runter und verschwand Richtung Elektro. Ich riss die DMR hoch, gab 3 kommunikative Vanillaschüsse in die Luft und der Fremde war weg. Später stellte sich heraus, Selina. Sie hatte mich nicht gesehen. Überraschung, Überraschung. Spacer bekam von Ikea einen schwarzen Gunther. Für irgendwas um die 400 Nägel und ein Kombinationsschloss. Kalle und Greenie kamen später nochmal vorbei, liehen sich einen Gasbrenner fürs Auto und waren höflich. Wirklich höflich. Silberfische mit Anstand sind selten, aber es gibt sie. Selina ging mit mir angeln. Wir grillten Fisch am Feuer. Nein, kein Date. Ich brachte Basti nach Dubovo. Selina und ich looteten danach noch Medizin im Krankenhaus in Tschernokorsk. Greenie und Kalle boten mir später eine Bohemia-Fahne an. Ich nahm sie und gab ihnen eine gelb-grüne zurück. Fairer Tausch. Lacus Felix tauchte wieder am Camp auf, lachte und meinte, er müsse noch viel lernen. Ich sagte ihm, umfallen sei keine Schande. Liegen bleiben schon. Zum Abschluss meldete Ikea, dass sie 2 weitere Adders gefunden hatten. Den Dönato und den Marinato. Fragt mich nicht. Irgendwas mit Fleisch im Kofferraum. Natürlich. Ikea kam noch vorbei. Nico versuchte mich wieder anzudaten. Ich war verwirrter als sonst. Sie lieferten Fleisch, obwohl wir genug Fisch hatten. Wir bedankten uns trotzdem. Essen kann man nie genug haben. Und damit endete der 1. Januar 2026. Ohne Vorsätze, aber dafür mit jeder Menge Erkenntnissen. Freitag, der 2.1.2026. 2 Kopfschüsse, ein Verkehrssünder und sehr wenig Einsicht. Der 2. Januar begann vielleicht mit einer Verwechslung, die tödlich endete. Bert wurde in Svetlojarsk erschossen, rot unterwegs, Herz nicht unähnlich. Wollte gerade Bleche sichern, als er von hinten in den Kopf geschossen wurde. War er das Ziel oder galt der Anschlag Herz? Wir wussten es nicht, aber ich fuhr nach oben und nahm den frisch gespawnten Bert unterwegs mit. Anschließend sicherten wir das, was noch von ihm übrig war. Aber ein Unterstand war abgebaut worden. Das Camp in Solnitschny gab es übrigens weiterhin, aber war brach. Nach Rios Zelt folgte nichts. Da müssen wir dringend dran.
Ich, nicht Herz, ich spielte noch weiter Taxi. Insgesamt 2-mal, denn Bert wurde an diesem Tag gleich 2-mal erschossen. Jedes Mal Headshot. Man merkt, der Schütze hatte Ehrgeiz. Trotzdem fand ich's eine miese Nummer. Auf freundliche Helfer zu schießen, das ging für mich mal gar nicht. Nachdem ich ihn wieder am Camp Gucci abgeliefert hatte, fuhr ich nach Hause und dachte an nichts Böses. Fehler. In Solnitschny wurde auf meinen gelben Saka mit roten Türen geschossen. Gelber Helm. Ich dachte sofort, Davos. Feldjacke ruiniert. Kein Null negativ. Wenig Blut. Ich fuhr, als gäbe es Verkehrsvorschriften, nur noch als Gerücht. Erst beim Schwarzen Loch kam ich zum Stehen und transfundierte mir Blut. Ultrablut, das ich aus dem Camp Gucci eigentlich für Solnitschny mitgenommen hatte. Tja, das hatte mir das Leben gerettet, sonst wäre ich wohl verblutet. Danke dafür. Davos und ich wechselten noch Worte im Funk. Ich sagte, er schulde mir eine neue Feldjacke und eine Tür. Er meinte, das gebe Punkte in Flensburg und ich sei zu schnell gefahren. Militärsperre und so. Zeigte ihm, dass ich 40 Stundenkilometer drauf hatte. Daraufhin erklärte er mich zum Verkehrshindernis. Zu langsam? Dem Typen kann man auch gar nichts recht machen. Ja, ich hab's gehört. Ich war das Verkehrshindernis. Gelber Saka, rote Türen, 40 Kilometer in der Stunde, weil ich meine Knochen und Innereien gerne drin behalte und nicht dekorativ auf der Straße verteile samt ruiniertem Kühler. Was die sogenannten Abstandsmessungen von Davos angeht, interessant, dass manche Leute den Abstand mit einem Fadenkreuz messen. Ich fahre übrigens erst dann rechts ran, wenn ich nicht mehr beschossen werde. Bis dahin gilt, langsam fahren ist kein Verbrechen. Schießen auf Autos schon. Die Straße meide ich künftig. Spacer wurde später erschossen und kam ans Camp. Dazu 2 weitere Bambis, Asian Jesus und Bit Wanted, kamen vorbei. Beide wollten sterben. Und ja, wer bin ich, ihnen das zu verwehren? Am Ende stellte sich raus, dass sie sich gerade in Beresino die Köpfe einschlugen oder schossen. Asian Jesus und sein Freund Epo gerieten mit der Beresino Union aneinander. Zuvor war die Union schon von einer zweiten Gruppe angegangen worden und daraufhin nervöser als ein Schwarm Wespen vor dem Küchenbuffet. Im Chaos würden die Schüsse abgegeben, Besitzerfragen aufgemacht und Verhandlungen versucht. Epo wollte seine Sachen zurück, erklärte aber gleichzeitig, dass Bambis für ihn ein Risikofaktor seien und er deshalb auf sie schieße. Eine Einigung kam nicht zustande. Epo weigerte sich zu entschuldigen, Herz war danach sichtlich getroffen. Friedlich war hier nichts mehr zu retten. In Last Hope suchte ich später mit Basti nach einer neuen Jacke. Natürlich war die weg. Ich vermute, Davos hat sie mitgenommen. Bestimmt nur, um sie mir später zurückzugeben. Ja, ganz bestimmt. Im Camp traf ich dann noch Lady Bitstorm und ein stummes Bambi, das sich auszog und nackt in den Wald rannte. Auch das gehörte offenbar hier zur Tradition. Für mich ergab das keinen Sinn. Die Brits hatten noch einen Crash. Cripsy fuhr ohne Wasser. Das Auto war Schrott. Gerade gekauft, gerade wieder verloren. Greenie und Kalle holten sich noch einen Gasbrenner und eine Fahne ab in Prigorodki. Asian Jesus kam wieder vorbei und zog weiter. Davos suchte immer noch einen Motorradhelm. Basti bekam in Viborg Giftgas ab. Ich durchfuhr das unsichtbare Gas, holte 0 Negativblut von Kala J, der es von Svetlojarsk nach Novodimitrovsk gebracht hatte, und fuhr damit nach Vibor. Das rettete Basti das Leben. Herz half später beim Aufräumen des Camps. Nachts raideten die Silberfische Kala J Space. Herz hörte in der rostigen Axt die Schüsse und sah nach. Und Kala J funkte Greenie. Prompt verschwanden die Silberfische wieder. Und zwar genau durch die Ritzen, durch die sie gekommen waren. Aber Ultras blauer Gunther war weg. Herz sicherte, was ging, lief in eine Sprengfalle und überlebte wie durch ein Wunder unverletzt. Samstag, der 3.1.2026. Prigorodki, wo sich Misha und die Silberfische gute Nacht sagen. Samstag begann mit einer dieser Geschichten, die man niemandem erklären kann, ohne dass sie schlechter klingt, als sie war. Herz traf Sora am Camp. Er hatte einen Generator geschleppt, wurde von einer Pox erwischt, verblutete dann elend oder bekam die falsche Blutgruppe. Am Ende egal, Tod ist tot und manchmal ist es einfach nur Pech oder tragisches Unwissen. Spacer fragte Herz nach Nägeln. Autokauf bei Ikea. Sie wollten sich einen neuen Gunther kaufen. Herz sagte nein. Die Nägel waren bereits bei Kala J, damit der seine Basis wieder schließen konnte. Prioritäten. Spacer fragte, ob ich mit Nico verhandeln würde. Ich sagte nein. Dann erklärte er mir, Nico würde seine Base raiden, wenn ich Nico nicht date. Ich erklärte ihm, dass ich keine Verhandlungsmasse sei und dass ich, wenn überhaupt, wahrscheinlich mit Nico seine Base raiden würde. Dann hätten wir wenigstens ein Date mit Mehrwert. Fand er dann nicht so lustig. Die Raid Rifles bekamen am Ende trotzdem wieder Nägel zusammen. 450 plus Zahlenschloss. Machten schwarzen Gunther. Nicht neu. Der alte, den Herz zu Beginn der Season bei Elektroflot gemacht hatte und der mal Rani gehört hatte. Aber immerhin ein Gunther. Toffus meldete sich wieder per Funk. Seine Base bei Gorka war geradet worden und der Humvee war weg. Damit war auch klar, wessen Base da zuvor verschwunden war. Rätsel gelöst, Schaden geblieben. Bei Vysotrovo wurde eine Leiche gesichtet. Erst wusste keiner, wer es war. Später stellte sich heraus, es war Greenie, erschossen von jemand Unbekanntem. Und wo wir gerade dabei sind, STLK hätte fast Ultra erwischt, klärte sich aber rechtzeitig alles auf. Sie lebt. Am Camp tauchte ein stilles Bambi auf, verschwand aber wieder. Rote Armbinde, vermutlich einer der Briten. Ultra berichtete dann von einem Vorfall, der mir kurz die Geduld gekostet hat. 2 Typen wollten sie fesseln. Sie schlug ein, der andere zog die Waffe, sie rannte. Später stellte sich heraus, dass Davos dabei war und wohl auch Kalle. Sie dachten, Ultra hätte Greenie erschossen. Hatte sie nicht.
Sie war ein Bambi Plus Plus mit guter Waffe, ja, aber nicht die Täterin. Fesseln am Camp ist trotzdem ein klares No-Go. Herz sagte das den beiden auch. In Elektro eskalierte es dann richtig. Misha gegen die Red Rifles. Kalle, Davos und Greenie waren in der Nähe. Ich glaube, sie mischten auch etwas mit, aber ich kenne keine Details. Aber ich glaube nicht für eine Sekunde, dass Davos und Kalle einfach an Schüssen vorbeigingen. Cripsy kam ans Camp, berichtete vom Kampf. Kurz darauf kam auch Vince von Misha, schlug Cripsy. Herz ging dazwischen und machte sehr deutlich, dass das hier ein Camp war und kein Schlachtfeld. Cripsy wollte nach Elektro zurück, wurde von Bambis abgefangen, kam halbtot zurück. Jetzt fragte Greenie, ob er Cripsy begleiten könne. Die beiden liefen los. Irgendwer kümmerte sich um die beiden Wegelager. Wer genau, weiß ich nicht, aber ich vermute Silberfische. Klein und gemein, würde passen. Cripsy kam nicht an. Laut Greenie brachte er sich unterwegs um. Ob das stimmt, weiß keiner, aber wir haben nichts anderes. Die Typen vom Berg wurden jedenfalls später erwischt. Kalle und Davos sollen ganze Arbeit geleistet haben. Greenie suchte eine Zündkerze und ich entsorgte Fleisch. Am Checkpoint sah ich einen Fremden namens Louis mit Cripsy reden, dann Spacer, dann wieder Schüsse. Elektro blieb Elektro. Ich fuhr Louis und Chunky nach Kuglovo, da sollte wohl Louis' Gruppe warten. Der Weg nach Norden war erstaunlich ruhig, weil sich die halbe Welt in Elektro zerlegte. Und Chunky, der fuhr das Auto sicher nach Hause. Währenddessen angelte Greenie am Camp, versorgte uns mit Fisch. Danke dafür, aber es war schon ein ungewöhnlicher Anblick. Am Brunnen rannte ein Bambi weg, in einer Scheune lag ein anderes tot. Aufräumen, weitermachen. Spacer meldete sich. Misha raidete wieder seine Base. Herz sagte ihm, er solle sich fernhalten, da ist nichts mehr zu retten. Kalle und Davos kamen ans Camp, setzten sich ans Feuer, berichteten von Elektro. Und dann, natürlich, kamen Misha, Rob und Vince selbst vorbei, als Bambis. Alle saßen zusammen am Feuer. Friedlich. Prigorodki macht solche Dinge. Dort sagen sich also Misha und die Silberfische gute Nacht. Bis einer von Mishas Leuten anfing, aus einem Benzinkanister zu trinken und Kalle davon einflößte. Kalle wurde krank. Wir hatten Medizin da. Glück gehabt. Ein stiller Typ kam dazu, von den Tschechen Mr. M4 Guy genannt. Am Ende stellte sich heraus, war Yannick, wollte einfach nichts sagen. Behauptete, nicht in Elektro gewesen zu sein, nicht geschossen zu haben. Ich glaubte ihm. Ich glaube eher, dass die Silberfische wieder sehr präsent waren und da ganze Arbeit geleistet haben. Als Whisky mit seinem weißen Ader vorbeikam, nur um Hallo zu sagen, zerlegten sie ihm das Auto komplett. Später war aber alles wieder dran. Trotzdem, eine gute Idee war das keine. Dann eskalierte es endgültig. Cripsy und Spacer mit roter Armbinde liefen zum Camp. Vince sah sie als erster. Und kaum merkte er, dass Spacer dabei war, sagte er, "Well, this is it. Goodbye, Herz." Und rannte mit dem Speer auf die beiden los. Herz, panisch, rief den Briten zu, sie sollen rennen. Oh ja, sie rannten. Nach einer halben Ewigkeit des Überlegens. Sie rannten direkt auf den Gegner zu, wurden getroffen. Irgendwer, Kalle oder Davos, zog dann und erschoss den Misha-Mann. Tot. Herz sicherte den Speer. Der zweite, der sich zuvor mit Benzin abgefüllt hatte, vermutlich Rob, brach später ebenfalls zusammen. Ob von selbst oder mit Nachhilfe, weiß ich nicht. So endete der Samstag mit Feuer und vielen Toten und viel Gerede. Sonntag, der 4.1.2026. Gefühlspolitik. Ich wollte von Tischina eigentlich aus in den Süden. Stattdessen bekam ich einen roten Saka gestellt, der wieder auftauchte. Hoffnung. Ein Name, der in dieser Gegend grundsätzlich übertreibt. Selina und Nico halfen beim Reifensuchen. Es war stockdunkel und sie waren da. Also funktionierte es am Ende. Ich brachte das Auto nach Tischina und überreichte einen sauber verpackten Fleischklopfer als Geschenk für die Weihnachtsfeier am Abend bei Ikea in deren Base. Die Einladungsliste war komplex. Neben der Beresino Union und den Samaritern von Chernarus fragten auch die Silberfische, ob sie kommen dürften. Ikea fragte intern nach. Mehrheit sagte ja, also waren auch Greenie und Co. eingeladen. Das wiederum verursachte bei anderen Gruppen akute Verdauungsprobleme. Einige distanzierten sich noch vor dem Abend. Keine Lust, mit Silberfischen gemütlich ums Feuer zu sitzen. Kann ich sogar verstehen. Wer hat schon gerne Krabbelfiecher im Essen? Für die Samariter war es ebenfalls schwierig. Niemand wollte politisch instrumentalisiert werden. Ging man hin, würde man gutheißen, dass Color J von den Silberfischen geradet worden war. Blieb man weg, würde man die Mühen der Ikea-Leute nicht respektieren. Also entschied Herz, Jemmets Vorschlag zu folgen. Zivil, keine Armbinde, keine klare Zuordnung, einfach Menschen. Für einen Abend. Auch mal nett. Selina fand, Herz sah in ihrem Anzug gar nicht mal so schlecht aus. Also Geschenke eingepackt, losgefahren. Ankunft bei Ikea mit Leibesvisitation. Keine Waffen. Konsequent
Richtig so. Es gab Musik, Essen und einen kleinen selbstgebauten Ikea-Tannenbaum. Julsdamm, so hieß das Ding. Zusammengebaut wie alles dort. Es folgte ein kleines Wichteln. Herz bekam eine Longhorn. Bei der Tombola wurden Lose für 60 Nägel verkauft. Hauptpreis ein Humvee. Die Nägel sollten nicht bei Ikea bleiben, sondern in Prigorodki einen Boxring finanzieren. Am Ende kamen 540 Nägel zusammen. Pinky gewann den Humvee. Greenie war ebenfalls gekommen, aber etwas enttäuscht, dass weder Yannick noch Whisky ihm eine Base-Führung geben wollten. Ich frag mich, warum. Die anderen Silberfische blieben weg, was einige Gäste ziemlich ärgerte, weil man extra gefragt hatte, ob sie kommen dürfen. Offenbar gab es Wichtigeres. Geschäfte, nehme ich an. STLK gewann meinen Fleischklopfer. Wir müssen irgendwann Fisch essen gehen. Dann Heimfahrt. Nicht gemeinsam, sondern vorsichtig. Großer Umweg. Zurück in Prigorodki warteten Greenies Tom und Nora. Nahe Selenogas kam es nämlich noch zu einem Gefecht. Beteiligte unklar, Versionen widersprüchlich. Ikea sprach von Straßensperren, andere von einer zufälligen Begegnung, wie es einfach zu typisch für unser Tschernarus ist. Wie immer lag die Wahrheit irgendwo im Straßengraben. Bambis mussten versorgt werden. Spacer wurde erneut geradet, vermutlich von Misha, sicher ist nichts. Aber sie schienen ihn wirklich zu mögen. Dann ein Vorfall, der mich kurz sprachlos machte. Io erschoss Basti nahe dem Militärgebiet bei Last Hope. Grund: Basti hatte nervös den Stinkefinger gezeigt, statt die Hände zu heben. Was danach kam, war bemerkenswert. Basti entschuldigte sich, übernahm die Verantwortung, sagte, er habe falsch reagiert und verstehe, warum Rio geschossen habe. So sieht Größe aus. Rio wiederum war das Ganze unangenehm. Er versprach, auf Bastis Sachen aufzupassen und sie zur Tankstelle bei Last Hope zu bringen. Und genau dort saß er den ganzen Abend, wartete. Selbst als Silberfischchen neugierig wurden. Sehr respektvoll. Basti kam später von Elektro, sah dort einen Überlebenden, der ließ ihn leben, stellte sich als jemand von Misha raus. Beim Zugevent traf er Bert und dann auch Misha selbst. Sie fuhren mit einem Auto vorbei. Eine Italienerin namens Pinka war dabei. Mir wurde außerdem gesteckt, dass ich Lacroche wohl falsch ausspreche. Ich habe ihn gefragt, mehrfach, wirklich. Und wenn es immer noch falsch ist, dann möge er bitte einfach sein Mikrofon benutzen und es mir einmal vorsprechen. So schwer ist das nicht. Locke berichtete später vom Kampf bei Pavlovo, war mittendrin, auch ohne Ikea-Zugehörigkeit, hat wohl nicht nur daneben geschossen. Schwester Jeva erzählte vom Wunder von Krona, nachts im Garten. Ambrus dem Anschlag, Überlebender, läuft an ihr vorbei, sieht sie nicht und als er sie dann sieht, bekommt er Angst, lässt die Waffe fallen und flieht. Sie sieht darin Montanas Schutz. Ich sehe darin Glück, das leider die Falschen getroffen hat. Hätte er sie doch nur abgeknallt. Naja. Jeder wie er mag. Greenie, Kalle und Davos kamen mit dem Gunther der Britz vorbei, angeblich im Industriegebiet gefunden. Unfallwagen. Herz erkannte sofort, dass es eigentlich ihr alter Wagen war, die Teile waren angeschraubt. Sie respektierte, dass das Auto inzwischen jemand anderem gehörte. Unsere Vermutung, Misha hatte ihn geklaut, irgendwo versteckt, Silberfische fanden ihn und nun fuhr er wieder. Generous Recycling. Bert kümmerte sich später noch um Elektro und das dortige Camp. Danke dafür. Und damit endete die Woche mit Feiern ohne Frieden, Respekt ohne Einigkeit und der Erkenntnis, dass selbst Zivilkleidung hier nur eine dünne Tarnung ist. Fazit: Und damit, liebe Bambis, Veteranen, Gelegenheitsmoralisten, Verhandlungsführer ohne Mandat und Menschen, die immer nur kurz etwas klären wollen, das war sie diese Woche. Eine Woche, in der gefeiert wurde, während draußen geschossen wurde und in der sich wieder gezeigt hat, dass man trotzdem am Lagerfeuer zusammensitzen kann. Herz tat, was Herz immer tut. Sie rettete, schlichtete, trug Dinge durch die Gegend und ließ sich nicht instrumentalisieren. Und ich hörte zu. Ich merkte mir, wer plötzlich sehr viel erklärte, wer still wurde und wer immer genau dann fehlte, wenn es Zeit war, Verantwortung zu übernehmen. Mit Funkrauschen im Ohr, mit trockenen Kommentaren und mit der leisen Gewissheit, dass hier niemand aus Versehen stirbt, höchstens aus persönlichem Pech. Wenn ihr mich braucht, ich bin irgendwo zwischen Lagerfeuer und Alarmmeldung, mit einer halbleeren Pipsi, nachdem er, die diese Woche mehr gesehen hat, als ihr lieb ist, und einer Geduld, die dringend wieder Urlaub bräuchte. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ende.